Der Sponsor der heutigen Sendung ist Nekton. Gibt es seit über 40 Jahren. Ich selber benutze und vertreibe Nekton seit über 30 Jahren. Also ein absoluter Klassiker, der Vitaminspezialist für eure Reptilien und Heimtiere. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Wie ich euch schon versprochen oder angekündigt habe, bin ich hier mit dem Uwe Wünschtel, Direktor im Reptilium Landau. Wir sind hier, also neben uns liegen zusammen 7 Meter Alligator, geteilt durch 2 macht 1x3, 1x4. Ich darf hier, glaube ich, schon gar nicht so viel reden. Wir wollen mal gucken, ob die was fressen. Wer jetzt gedacht hat, dass so Alligatoren hier jeder so einen riesen Karpfen kriegt, die haben sich getäuscht, gell? Nichts mit Riesenkarpfen. Gerade die Alligatoren, die lieben eher so kleinere Nahrung, muss auf einen Mops. Die kleinen Häppchen mögen die lieber. Naja, mal gucken, ob sie hier rangehen. Komm her. Häuschen, komm her. Bertha, so nochmal deine Zeitchen zum Füttern. Ui. Haben wir doch zu viel in der Anlage drin. Also, ihr seht's. Ja, können wir dann doch nicht widerstehen, gell? Ja, wenn so was vorbeifliegt. Blicky. Aber ihr seht, Alligatoren sind schüchtern, gell? Ja, die sind jetzt aber auch schon 30 Jahre in Privathand großgezogen. Okay. Die haben mit Freilebenden immer viel am Hut. Das sind eher zurückhaltendere Tiere. Bertha, komm hier. Wobei ich denke, dass die selbst auch in der Natur ja recht, also einen sicherlich nicht angreifen. Ja, was heißt also im Vergleich, wir wollen nicht. Genau, im Vergleich zu den Panzerechsen oder zu anderen Panzerechsenarten sind die Alligatoren relativ gemächlich. Genau. Die machen auch das Maul nicht so riesig weit auf, sondern immer nur das Nötigste, die nötigste Arbeit, die sie eigentlich verrichten müssen, mehr. Bertha, komm her, Mäuschen. Oh je, ein bisschen mehr geht schon, hä? Okay. Schau mal. Gucke, ob die auch von mir was nimmt. Wie heißt sie? Bertha heißt es. Bertha, komm her. Bertha. Ja, guck, geht doch sogar. Ja. Jetzt haben wir ihn. Blicky Maus, wie sieht es mit dir aus da hinten? Der Große kommt normal auch her, oder? Der kommt auch her, normal, ja. Oh, okay. So wie die Schildkröten auch. Die will auch hier was. Okay, nicht schlecht. Aber was runterfällt, da kümmern sich die Pakus drum. Die Fische, die da mit drin sind. Okay. Eigentlich als Vegetarier, aber die nehmen auch gern mal Mäuschen. Die ist da. Ui, Schildkröte unterparkt mich. Ja, hübsche Kerlchen. Absolut. Man braucht aber ein großes Becken dafür, ne? Das ist. Wollt ihr auch was haben? Kommt, ihr kriegt auch was, kommt mal her. Gehen die aber nicht dran, oder? Die gehen natürlich, die fressen Köderschildkröten. Echt? Ach was? Sehr gern fleischliche Nahrung. Okay, ne, das habe ich auch nicht gewusst. Ich schmeiß mal nach dem Dicken was hin. Ah, je. Da. Nicht in den Finger beißen, bitte, gell? Ey, das habe ich auch nicht gewusst. Doch, die gehen an Hühnerhälse, Küken, okay. Mäuse. Jetzt nicht allzu viel natürlich, aber sie fressen das auch gern mal. Ach was. Ja, Uwe. Ich weiß nicht, können wir den hier so einen Rücken zudrehen? Ja, ohne Probleme. Ohne Problem. 4 Meter Krokodil hinten, also 4 und 3, oder? Der Große wird Runde 4 haben, oder? 4 Meter hat er, 4, genau. Der andere 3. So, Blackie, 150 Kilo ungefähr. Okay, also den drehen wir jetzt mal den Rücken zu. Ja, es geht. Unterhalten wir uns über deine Arbeit. Also ich habe es gerade schon gesagt, der Uwe Wünschtel, er ist der Chef hier beziehungsweise der Inhaber, gell? Du hast das vor 16 Jahren. 16 Jahren, ich kann mich erinnern, ganz am Anfang war ich mal hier, seither nicht mehr. Lang geplant, man sagt es immer, macht man mal, aber jetzt ist es endlich soweit. Was ja witzig ist, viele von euch, ich denke, wenn wir fragen, Traumberuf,
von unseren Reptil-TV-Zuschauern. Jeder Zweite wird wahrscheinlich sagen, ja, Zoodirektor oder sowas. Hier haben wir einen Zoodirektor. Erzähl mal, Traumberuf oder wie ist dein Alltag? Ja, also Traumberuf auf jeden Fall. Ich habe es vom Hobby raus gegründet und mache das nach 16 Jahren immer noch mit Leidenschaft. Man muss aber dazu sagen, ich habe es der Tiere wegen gemacht oder am Tierinteresse. Das Tierinteresse ist immer noch da, aber die Arbeit ist natürlich auch eine ganz andere geworden. Ja. Früher hat man die eigenen Scheiben noch geputzt, hat die Tiere täglich gefüttert und mittlerweile muss man sich da eher um Bürokratie, auch um Zuchtbücher oder Ähnliches kümmern. Das heißt, die Tierpfleger, also 10 Tierpfleger haben wir hier bei uns auf Vollzeit, die kümmern sich sehr gut um die Tiere, machen auch die täglichen Arbeiten und ich kann und darf mir auch ab und zu die Rosinchen rausnehmen, so wie Alligatorenfütterung oder wenn was Besonderes kommt, da kümmere ich mich dann drum. Aber es hat sehr viel mit Bürokratie auch zu tun. Ja, genau, eben. Rosinchen rauspicken, vorher hast du gesagt, mit den Alligatoren habt ihr Playboy-Shooting oder was habt ihr gemacht? Genau, da haben wir einige Fotoshootings, die man machen kann, weil die Tiere so zahm sind. Und vor wenigen Wochen hatten wir gerade ein Playboy-Shooting von den 5 besten Playmates aus den Jahren. Die wurden da zusammengefasst und haben wir hier drin geshootet. Das sind so schöne Sachen, die macht man natürlich so viel selbst. Zum Thema Rosinen, genau. Ja, genau. Verstehe ich. Mal noch was, eben hier drin ist ganz schön heiß. Was hast du denn hier für einen Jahresstromverbrauch oder im Monat oder sowas? Ja, man kann es gut runterbrechen. Also wir haben ganzjährig fast einen ähnlichen Verbrauch. Also als normaler Terrianer kennt man ja erhöhte Rechnungen vom Stromversorger. Also wir kämpfen momentan bei einer Leistung von ca. 600.000 Kilowattstunden Strom im Jahr, was wir an Verbrauch haben. Okay. Ca. 500.000 Kilowattstunden an Gas für zu beheizen und so ca. 4.000 Kubikmeter Wasser, die wir im Jahr verbrauchen. Also das ist eine ordentliche Menge. Im letzten Jahr haben wir da umgebaut, haben ein Blockheizkraftwerk eingebaut, haben eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, dass wir da runterkommen auch. Aber Energiekosten sind natürlich nicht zu vernachlässigen. Ja, über 600.000 Kilowattstunde 30 Cent, Pi mal Daumen, sprich 200.000 Euro Strom. Genau, richtig. Nur Strom im Jahr. Nur Strom, das ist mal eine Hausnummer. Wir kaufen zwar etwas günstiger. Dir geht's wie mir, gell? Die Knie, das ist ja, und die Schildkröten rennen dazwischen. Wir kaufen natürlich ein bisschen günstiger ein durch die Menge, wo wir nehmen, aber nichtsdestotrotz, genau, es ist eine ordentliche Posten. Da ist was zusammen. Okay. Oh, Scheiße. Ja, die holt sie sich schon. Okay. Ja, von der Arbeit, was noch hinter den Kulissen so ein bisschen passiert, was die wenigsten mitkriegen, ist auch, Zoos haben die Art oder müssen sich auch an Zuchtbüchern beteiligen, was auch gut ist, Arterhaltungsprogramm. Da sind wir auch bei einigen dabei, Spaltenschildkröte, Nashornleguan, Strahlenschildkröte und so weiter. Bei den Fidschi-Leguanen auch. Das heißt aber auch viel Bürokratiearbeit. Das heißt, man muss da viel vorbereiten, es müssen die ganzen Papiere gemacht werden, es müssen mit den Zuchtbuchführern gesprochen werden, was für Tiere darf man verpaaren, wo gehen Nachzuchten dann auch hin. Die werden also weltweit über die Zoos verteilt, damit einfach die genetische Vielfalt über einen Zeitraum von über 90 Jahren oder fast 100 Jahren muss erhalten werden. Dementsprechend wird es so koordiniert, was genau verpaart werden darf. Aha. Ist das dann das gleiche wie die Statbooks? Ja, genau, richtig. Das sind European Statbooks, die EWBs gibt es da und die ESBs, das sind diese Statbooks, wo das drüber läuft. Okay. Und da sind wir auch Mitglieder bei einigen Tierarten. Da sind wir auch stolz drauf, dass wir da mithelfen können und auch viele Tiere nachzüchten für andere Zoos, auch für die Arterhaltung. Aber es ist Arbeit natürlich, nicht nur der Tiere, sondern auch die Bürokratie. Es müssen ja immer Einfuhr-, Ausfuhrgenehmigungen und so weiter gemacht werden. Kenne ich alles. Okay, cool. Viel Arbeit. Du hast gesagt, jetzt habt ihr eine Sendung nach Saudi-Arabien oder was, gell? Genau, richtig. Also ein Zoo in Sharjah, nicht Saudi-Arabien, sondern in den Emiraten. Vereinigte Arabische, Sharjah, okay. Genau, Sharjah. Und da geht jetzt Nachzuchten von unseren Spaltenschildkröten hier aus der schönen Pfalz. Die gehen dahin. Mit Tieren noch aus Hellerbrunn, also aus München und mit Tieren aus Düsseldorf. Die werden jetzt demnächst, da warten wir nur auf einen freien Slot für zum Flug und dann werden die verschickt quasi. Okay, dann lass uns die mal anschauen, oder? Ja, gehen wir mal gucken. Gehen wir mal hinter die Szene noch ein bisschen. Ja. So, jetzt sind wir hier in der Quarantäne, sagst du, oder Erstaufnahme. Ja, sozusagen. Genau, unsere Hauptquarantäne hier oben. Okay, genau. aha. Ja, also alles, was reinkommt, wird erstmal hier untergebracht. Das heißt, bei den Schildkröten Herpesnachweis, Blutnachweis, Parasiten, bei den Schlangen genauso, Kryptosporidien, IBD. Die ganzen Untersuchungen werden im Prinzip hier gemacht, da werden die Tiere untergebracht. Da haben wir im Prinzip ganz viel vom Zoll und auch von Beschlagnahmungen, was reinkommt. Frankfurt ist da ein Hauptumschlagplatz, auch einige Privatabgaben, die werden genauso behandelt. Ja, und hier sitzen jetzt noch spezielle Gäste. Und zwar unsere Spaltenschildkröten, die wir schon erwähnt haben. Ah, okay. Das sind jetzt, mal also die gehen in die Emirate. Genau, die gehen in die Vereinigten Arabischen Emirate. Wie alt sind die? Ich habe jetzt gedacht, du kommst jetzt hier mit so... Nee, die sind jetzt
Mini-Tierchen. 1,5-jährig ungefähr. Weil okay, die wachsen die so schnell, ja? Die wachsen extrem schnell. Was? Okay, und die bauen in Sharjah einen neuen Zoo auf und da brauchen die auch natürlich Schauwert. Also die Tiere dürfen nicht allzu klein sein, sondern die brauchen eine gewisse Größe, dass sie die zeigen können. Pipi geht auch einwandfrei. Okay. Und die warten jetzt, wie gesagt, auf den Abflug nach Sharjah. Gerade bei den Spaltenschildkröten ist interessant zu sehen, dass der Bauch halt ganz weich ist. Ja. Und zwar drücken die sich in die Felsspalten rein und wenn sie in der Felsspalte drin sind, blähen sie quasi ihren Bauch auf und verkeilen sich so in der Felsspalte drin. Ja, bei jeder anderen Schildkröte, die hätte man sagen, hier völliger Kalziummangel, genau. Bauch oder sowas. Außer bei den Spaltenschildkröten, genau, richtig. Okay. Das sind schon skurrile Tiere, gell, abartig. Also die, da muss man schon Schildkröten-Fan sein, dass man sowas mag. Gell? Ja, es hat nichts von einer normalen Schildkröte. Im Englischen heißt es auch Pancakes Tortoise, genau. Pancake, Pfannkuchen-Schildkröte. Ja. Ganz gut, okay. Genau, das sind unsere... Mal noch, weil du jetzt gesagt hast, viel Beschlag oder Frankfurt Umschlagplatz oder so. Meinst du generell kommt viel, was geschmuggelt wird oder wird viel geschmuggelt? Hast du den Eindruck, weil in der Presse liest man immer, Reptilien-Business wird wahnsinnig viel geschmuggelt. Also ich muss sagen, ich kriege fast nichts mit, ja, wirklich. Also müssen wir auch denken, ich als Reptilienhändler kriege, was weiß ich, manche Leute denken wahrscheinlich, ich kriege jeden Tag irgendwelche geschmuggelten Sachen angeboten. Ja. Eigentlich, ich würde sagen, gegen 0 oder 0. Ja, ich würde echt 0 sagen. Wenn du jetzt sagst, da Umschlagplatz oder so, aber reden wir davon einmal im Monat, einmal im Jahr? Es ist pauschal zu sagen. Was ich merke, die letzten 5 Jahre ist es ruhiger geworden. Also deutlich ruhiger. Wir haben vor 5 Jahren noch bestimmt Beschlagnahmen 4, 5 Stück im Jahr gehabt. Mittlerweile auf 1 bis 2 reduziert. Aber teilweise sind es auch Fehllieferungen. Also nicht wirklich Schmuggel, sondern einfach nur Falschdeklarierung von Lieferungen. Aber hier und da auch jemand, der vom Urlaub halt noch 2 kleine griechische Landschildkröten oder irgendwas mitnehmen möchte. Das ist der doofe Klassiker. Wobei wir hoffen, dass weil das ja Schwachsinn ist. Das ist ja alles... deswegen denke ich auch, dass der Schmuggel, also das ist jetzt eigentlich nicht unser Thema heute, aber mir fällt es einfach nur ein, ich denke, dass der Schmuggel von Reptilien, weil ich mich immer frage, wer schmuggelt denn da irgendwas, wenn alles im Prinzip hier verfügbar ist und zu einem echt erschwinglichen Preis. Ne? Ich habe mal das ist schon wieder Jahre her, habe ich eine Dokumentation im Fernsehen gesehen, da ging es darum, dass irgendwelche Nilkrokodile haben sie geschmuggelt von einem Land nach Deutschland, ich weiß gar nicht, wie es war, irgendwie außerhalb der EU in die EU rein. Ja. Nilkrokodile, die will kein Mensch. Ja, wer will die halten? Ne? Wer will die halten? Macht mir alles keinen Sinn. Deswegen bin ich gerade hellhörig geworden, wenn du sagst Beschlagnahmung. Aber so Sachen, gut. Irgendein Blöder aus dem Urlaub, der da meint, jetzt noch die letzten 50 € zu sparen. Genau, richtig, ja, das ist das Problem. Aber macht keinen Sinn. Also letztes Jahr haben wir zum Beispiel gehabt eine Sendung, beziehungsweise Sendung war es nicht, auch ein Schmuggel mit 5 Felsenpythons. Okay. Pythonseebaie. Wer will das bei uns halten? Also das Tiere, da hole ich meinen Tigerpython, der ist schöner, netter und Felsenpython, also schön ist immer, liegt im Sinne des Betrachters, aber es gibt oftmals Schmuggel, wo man denkt... Ne? Ich meine, die kosten, also lass sie mal 100 € kosten, wenn überhaupt. Ja, wenn überhaupt, genau. Und das schmuggeln wir. Okay, macht keinen Sinn, haben wir das Thema auch durch. Ja, wie gesagt, von den Quarantäneräumen haben wir im Prinzip hier 3 Haupträume und wir haben noch einen zusätzlichen Raum, der ist momentan gerade nicht belegt, gerade für so größere Sachen, wenn von Frankfurt Flughafen größere Stückzahlen. Also wir hatten schon Zahlen von 80, 100, 150, 200 Tiere, die wir aufgenommen haben bei uns. Die muss man dann auch nochmal separiert halten, dass man die einfach unterkriegt. Ja, einige warten noch auf Vermittlungsplätze. Da vorne haben wir so schöne Klassiker mit der Schmuckschildkröte hier. Das ist auch wieder so ein Fundtier, natürlich irgendwo am Weiher gefunden. Die Rotwangen, genau. Okay. Ja, aber schön gewachsen, sieht picobello aus, das Tier, kann man nichts sagen. Gell? Geht davon aus, die war schon länger in freier Natur, unterwegs. Ja. Sieht absolut kerngesund, voller Panzer, einwandfrei. Gell? Die haben halt das Problem, die dürfen wir nicht mehr an privat vermitteln, weil privat ist ein Haltungsverbot drauf. Ja. Das heißt, nur eingetragene Halter oder wo Genehmigung haben, dürfen die Tiere überhaupt aufnehmen. Jetzt müssen wir gucken, wo wir da wieder ein Plätzchen finden. Dann müssen wir erstmal einen Zoo und was finden, der die aufnimmt. Genau, richtig, ja. Okay. Also es ist viel im Umlauf, auch die Quarantäne ist nie leer. Es ist immer Besatz da. Ne? Immer was los. Gehen wir nach unten, hast du so Babystation ein bisschen. Gucken wir uns die noch an. Ja, auf jeden Fall. Und dann lass uns mal ein Stück tiefer gehen. Ja, Uwe, wo sind wir hier? An der Tür stand, was, Babystation? Nee, Babystation, sowas, Babystation, genau, okay. Ja, so haben wir die damals getauft, Babystation. Hier ist im Prinzip unser Brutschrank. Das ist nur ein Teil unserer Brutschränke. Das ist der, wo wir jetzt mit am wärmsten bebrüten, mit normal 30 Grad, jetzt im Sommer ein bisschen mehr. Da werden im Prinzip auch, die ganzen von normalen Schildkröteneiern bis über, alles was gang und gäbe ist, wird hier bebrütet im Brutschrank, dass die Besucher auch sehen können, wenn hier was schlüpft.
ab und zu kommt es auch vor. Also die Leute können von außen hier reingucken in den Raum, gell? Normalerweise. Genau, normalerweise. Richtig, ist da, also normalerweise Corona. Wir sind noch in Corona-Zeiten, da ist alles noch ein bisschen anders. Ja. Aber normal dürfen die Leute hier außen vorbeilaufen und können dann sehen, genau, wenn auch was aus dem Ei schlüpft oder was auch gerade drin ist zum Beispiel. Genau. Und mit ein bisschen Glück, hat Stefan sogar vorhin gesehen, haben wir hier im Terrarium ein paar Findlinge gehabt. Genau, ihr erinnert euch an die letzte Folge. Ich habe gesagt, diese Hakennasennattern, die gehören bestimmt in das Terrarium rein. Und tatsächlich, die haben die halt abgelegt im Terrarium. Genau. Und sind da geschrieben. Das haben wir bei ganz vielen Tierarten hier durch die Größe der Terrarien bebrüten, die sich im Terrarium drin. Ja. Also das ist momentan bei vielen Schildkröten und bei den Echsenarten, bei einigen Schlangen geht es auch recht gut. Bemerkt ihr es halt gar nicht. Die legen halt Eier ab, ihr bemerkt es nicht und dann schlüpft da mal eines Tages was Schönes aus. Naja, schön damals drei Hakennasennattern. Das ist immer gut. Und gestern, vor einer kommenden Zeit, haben wir noch in der Anlage Blauzungenskinke rausgeholt. Okay, ach was. Ist absolut erstaunlich, was das für riese Tiere sind, wie da Schlüpfe, gell? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Das sind, 6 Stück jetzt aus der Mama raus. Okay. Und ich sag mal, die Mama ist ja zwar vom Körper jetzt nur so groß, ne? Ja, und dann schlüpfen da solche Riesenbabys, gell? Bülleres daraus, ja. Unglaublich. Und im Prinzip habt ihr das dann also ist hauptsächlich der Babyraum, zum Teil auch noch Quarantäne, gell? Genau, also Quarantäne im Prinzip auch Tiere, wo weitergehen, genau, wo wir jetzt auf den Platz hergucken müssen, wie es geht. Ach, hier ist schöne Kragenechse, gell? Genau, ja, die kommen jetzt bald raus in die Anlage, die haben wir auch großgezogen. Und hier haben wir auch noch einen Bereich mit Spinnen, wo wir unsere Spinnenpräsentation machen hier. Okay. Da wird auch noch ein bisschen was gezeigt. Mal kurz, ich weiß nicht, wie scheu oder nicht scheu. Die haut ab. Haut's ab, kannst du rausholen, ja? Schade, geht sie weg. Kragenechsen ist auch so ein Klassiker. Gell? Absolut. Aber auch lange Jahre wieder verschwunden irgendwie, keiner gezüchtet und dann jetzt langsam kommt sie wieder. Und jetzt sind sie eigentlich oder vom Wert, vom Preis her viel höher wie vor ein paar Jahren noch, ne? Weil es ja echt eine Rarität ist und so ein Klassiker mit diesem Kragen und so weiter. Ja, jetzt hockt sie da hinten. Das Geräusch, das jeder Terrarianer liebt. Genau. Komm her, Dickerchen. Nee, die kriegen wir nicht raus. Nee, die ist Die ist noch etwas zu hektisch. Genau, ja. Normal, wie gesagt, außerhalb von Corona kann auch der Besucher das Ganze hier schön bewundern, wenn wir unsere Babys hier aufziehen. Wie versprochen, am Schluss noch eine Verlosung. Hier die passende Kulisse, hier Eingangsbereich Kasse vom Reptilium. Wir wollen von euch wissen, was ist, oder jetzt ihr habt die Filme gesehen, ne? Wir haben jetzt 2 Filme hier gemacht. Was ist euer Highlight im Reptilium Landau oder vielleicht was vermisst ihr im Reptilium? Was soll der Uwe, was muss er noch kaufen? Was muss unbedingt noch her an Reptilien? Oder eben wie gesagt, was hat euch am allerbesten gefallen? Das machen wir über Zufallsgenerator wie immer. Unter allen Einsendern wird per Zufallsgenerator entschieden, wer gewonnen hat. Einsendeschluss wird hier unten eingeblendet. Jetzt die Frage, was verlosen wir? Ja, würde ich das sagen, wir machen dann unter allen, machen wir dann mal 5 mal 2 Eintrittskarten fürs Reptilium. Da kann man das ganze Jahr kommen, jeder Tag, wir haben jeden Tag offen. 5 mal 2 Karten fürs Reptilium. Okay, das sind dann über 30 € pro Gewinner. Genau, also lohnt sich insgesamt 150, 160 €. Ne, super, macht mit, postet unten rein und wir wünschen euch viel Glück bei der Auslosung. Er ist etwas unhandlich von der Größe her allein schon, ne? Geh, großer. So. Bertha. Schon erstaunlich, die Mississippis, dass die einfach da die machen keine Abwehrbisse oder irgendwas. Gar kein Beißreflex, also jetzt. Aber wie gesagt, die sind auch 30 Jahre bei Privat groß geworden. Ja. Wurden dran gewöhnt. Mausi, komm her. Hey. Trotz ihrer Größe. Sie ist kleiner, aber auch etwas unhandlich. Ja. Ich bringe sie mal langsam mit nach vorne.
Ja, viele sagen, ach, warum muss man so ein Handling mit so großen Tieren machen? Aber wir haben zweimal im Jahr einen Gesundheitscheck von einem Tierarzt, der bei uns ins Haus kommt. Da müssen die Tiere gehandelt werden. Von der Königskobra über die Alligatoren, auch die ganz größeren, gefährlichen Tiere müssen sich da einfach ein Stück weit dran gewöhnen. Wie viel wiegt die? 40. 40? 40 hat sie, ja. Ja, unheimliche 40. Soll ich sie dir abnehmen irgendwie, oder? Kommst du dran? Ha? Ja. Kommst du dran? Also wie gesagt, beißen brauchst du keine Sorgen machen. Ist nur ein bisschen slippery hier, deswegen. Hast du? So? Ja. Ich heb mal den Schwanz hinten. So, eine schöne Outro-Szene hier. Also ich hatte schon öfters Krokodile, Alligatoren im Arm, aber noch nie so eine dicke Kuh wie die hier. Ja, wirklich, also ja, gefühlte 100 Kilo, aber tatsächlich einiges weniger. Ja. Rutscht sie mir sogar fast runter. Hinten mithalten. Genau. Schöne Outro-Szene. Uwe, danke dir, hoppla, dass wir den tollen Besuch hier machen konnten. Sehr gerne. Sicherlich, wirklich, ich habe tagtäglich auch mit den Reptilien zu tun. Aber das hier ist mal wieder ein neues und anderes Highlight, vor allem auch dieser Schluss hier. Ja, 1000 Dank dafür. Sehr gerne. Und ich hoffe, dass es nicht wieder 15 Jahre dauert, bis wir uns sehen, bis ich bei dir bin. Genau. Wenn euch Reptil TV gefällt oder wenn euch Reptil TV hilft, freue ich mich. Das ist meine Intention, deswegen mache ich diese kostenlose Filme. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr so lieb seid und im Gegenzug mich bzw. uns etwas unterstützt. Zum einen, wenn ihr Terraristik-Produkte braucht, freue ich mich, wenn ihr sie bei uns bei M&S Reptilien kauft. Abonniert bitte den Channel, das hilft uns auf jeden Fall weiter. Macht die Glocke an, dann tut es immer aufpoppen, wenn ein neuer Film kommt. Und dann haben wir euch noch ein zufälliges Video und das letzte Video, wenn ihr noch mehr von Reptil TV sehen wollt.